Okay, eine Attraktion haben wir. 2 fehlen noch. Wo ist hier der Ausgang? Man weiß es nicht, ne? Ach so, hier. Okay, das Karussell werde ich niemals wieder besuchen. So viel ist sicher. Jetzt müssen wir da auch auf den unteren Teil. Aber davor können wir noch versuchen, das nächste tolle Rätsel zu meistern. Und zwar hier rüber zu kommen irgendwie. Weil diese Kugel brauchen wir auch. Die möchte ich auch sehr gern haben. Also, hier in den Schatten. Der Schatten ist da drüben. Den können wir... Na, so können wir ihn natürlich nicht erreichen. Das stimmt. Das war blöd. Aber ich kann ihn rein theoretisch erreichen. Wenn ich nämlich da mit B durchspringe, dann sollte der andere Stein genau da sein, wo ich ihn brauche. Ja. Ich bin froh, dass das noch geklappt hat. Okay, rüber. Super, hat doch geklappt. Wunderbar. 7 von 15. Den Rückweg mache ich nicht. Den, ne, das ist einfacher so. Gut, dann geht es jetzt mal in den unteren Teil. Mal gucken, wie es hier so aussieht, was es hier noch so gibt. Hier sind ein paar Tische. Ich finde es so ein bisschen... Ich weiß noch nicht genau, was das hier zu bedeuten hat, dass hier immer diese Löcher sind. Werden wir vielleicht noch erfahren. Ach so. Jetzt geht's in den unteren Teil. So, da sind wir. Gucken wir erstmal rechts. Ach so, hier kann man Bälle werfen. Machen wir wohl nicht. Hier geht's nochmal zum Ballon. Ach so, okay. Super. Na, was ist hier? Eine Leiter? Können wir ins Wasser springen? Nö, wohl nicht. Hätten wir wahrscheinlich machen können, wenn wir von oben da gesprungen wären. Naja. So, wo ist die Kugel? Ach, die haben wir schon, ne? Ja, genau, die hatten wir schon. Die Kugel haben wir ja schon. Da waren wir von hier oben gekommen, genau. So, dann gehen wir hier mal in, was steht hier? Was steht da? Chiarosuno. Roro. Keine Ahnung. Ist auch egal. Gucken wir uns mal um. Das ist anscheinend ein Wald. Mit schönen Bänken. Ach, so ein kleines, ja, Kino. Mit einer Leinwand davon. Ach so. Ach, das ist so ein Puppenspiel, was hier steht. Naja, sieht eigentlich nicht so nach Puppentheater aus. Okay, wir müssen die Rolle der Prinzessin übernehmen. Sie sieht schon so aus wie eine richtige Prinzessin. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So, the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles. Okay. Das ist schön gemacht, noch so ein kleiner Parcours.
She couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right. Ganz so wie Harry steht er als Errungenschaft. Ich find's gut, das gefällt mir. Magical forest where the plants seem to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Ach so. Ja, in der richtigen Reihenfolge, wenn es geht. Den als erstes. Moment mal ganz kurz. Ja, das ist doch kacke. Wie soll ich das denn... Wie soll ich den denn nehmen hier, den einen? Ich kann doch nicht... Der ist drüben. Das ist soweit okay. Der ist jetzt hier. Nee, wie soll ich das machen? Welchen müssen wir jetzt zuerst? Ich glaube, den hier. Genau, falsch. Nee, genau richtig. Ja. Oh mein Gott. Endlich. She came to the giant ogre's campsite, and there the princess discovered the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. Oh Gott. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. Müssen wir den jetzt besiegen? Ach, wir müssen auf die, ja, wir müssen auf die Keule. Okay. Hey, was war das denn? Wir müssen doch auf die Keule, oder nicht? Oh, die nächste Stelle, an der ich nicht weiterkomme. Was macht er denn? Er soll seine Keule dort nur dahin legen. Hallo. Hey, was... Langsam geht's mir so ein bisschen auf den Nerv, ne? Was ist denn hier immer los? Das Spiel macht mich fertig. Kannst du mir mal sagen, was hier der tiefere Sinn der ganzen Sache sein soll? Ich muss doch auf die Keule und dann schleudert er mich hoch und dann hole ich den Prinzen darunter, oder? Was ist da jetzt das Problem? Aha. Warum hat er das denn die ganze Zeit nicht gemacht? But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to talk. So. Ja, der Prinz scheint tot zu sein. Naja, was soll's. Ist ja auch egal. And so the princess tricked the ogre and rescued Ach. Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Och nein. Also versteht mich nicht falsch, ich finde das Spiel echt gut, aber die Rätsel sind irgendwie ein bisschen, ja ich weiß nicht, man kann dazu auch gar nicht Rätsel sagen, finde ich. Es ist irgendwie so ein bisschen, ja, es hakt so ein bisschen. Full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella.
What? Like that nanny in that movie? This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Ein Regenschirm. Ja, super. Nehmen wir den noch einfach mal. So geht's natürlich auch. Ah, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning. But maybe it was only the wind. Die Frage ist, wie ist er runtergekommen? Was war das jetzt? She impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Oh, Leute. Finally, she landed softly, right in a spider's web. Aha. Okay, wir sind in einem Spiders Web gefangen. Und wie machen wir es jetzt, dass wir hier rauskommen? Weiß man nicht, ne? Fortunately, Ah. it was a very old web, and she was able to break free. Oh, ein Stein. Fortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Da. Nee, da nicht. Okay, wir müssen da runter. Ich hab's gesehen. So. Okay. Ist das schon der nächste Stein oder was ist das hier? Der wird zum Glück noch... A giant Ach, das ist die spider Spinne! out of the shadows and attacked her. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. She ran and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Nein, oh. Diese Schattenrätsel, ne? Es ist... Oh. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier schon dran sitze. Ich hoffe, danach ist Feierabend hiermit. Also man sollte in so wenig Spinnennetze wie möglich reinkommen. So viel ist sicher. Warum komme ich denn hier nicht hoch? Hoch! Hoch! Mann! Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Das muss ich wahrscheinlich alles nochmal machen, ne? Nee. Was? Poor spider. Okay, die Spinne ist weg. So viel ist sicher. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Na super. Fortunately, the king told him about a dragon that he Oh could in nein. order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. Ja, und wie ich ihn kenne, wird er das auch nicht schaffen. Princess got to wondering Why her dad kept trying to give her away? that too, but she was worried about Fred, so she went off to find him. Ja, natürlich. Hoffentlich ist der nicht ganz so schwer wie die anderen beiden. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms, but she was very brave and nimble, just like you. She Ernsthaft? wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Okay, das war jetzt nicht so schwer.
Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. The princess hoped Fred liked muffins. Kommt hier was raus? Ja, das hat sogar ganz gut gepasst. Das wird mir wahrscheinlich auch was bringen hier. Ja. Ist ja unglaublich. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Okay. Den kriegen wir noch nicht los. Da ist der Drache. Na super. So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. Jetzt hat er ihn angespuckt da mit seinem Feuer. Okay, das heißt, wir müssen es dreimal machen, dreimal ausweichen und dann ist gut. Oh, einmal haben wir sogar. Wow. So, noch einmal. Da ist er. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. War an und für sich eine ganz schöne Geschichte, aber... Hey, Dawn, you did it! War so ein bisschen langgezogen, ne? Okay, repariere die letzte Attraktion. Ich würde fast sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute ist Feierabend, ich höre jetzt auf und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Contrast.